Hallo und herzlich willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja, beim letzten Mal sind wir hier ein bisschen auf dem... Ja, es ist ja ein Schiff, ne? Es ist ein riesengroßes Monsterschiff, was so groß ist wie ein Planet. Angekommen, rumgelaufen und haben dabei, wie hieß sie nochmal? Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Ting Jung getroffen. Die irgendwie ein bisschen eingebildet ist. Und ja, gehen wir mal hier hin und gucken, was das für ein Gegner ist. Okay. Ja, Wind und Eis. Passt. Na, Moment. Da. Time to change tactics. Was hat er denn? Etwas anderes. Absorptionsschlag. Befinden sich gegnerische Ziele mit Wiedergeburt auf dem Feld, haben Jünger des Sanctus Medicus, Gestaltwandler, den folgenden Effekt. Stellt eigene LP wieder her, wenn ein Verbündeter getroffen wird. Was? Das finde ich mehr als nur frech. Und möchte ich eigentlich wegmachen. Und schon kannst du das nicht mehr. Nein, ich wollte erst Pilas machen. Oh, ich hasse das, dass man Ultimates nicht abbrechen kann, wenn die einmal ausgewählt hat. Naja. So, zack. Naughty child. Your assistance is timeless. Bräuchten wir dich noch. So, du kannst einfach nichts machen, Junge. Gar nichts. Ready for another? Ja, dann sind die einfach auch tot. Finde ich gut. Oh, finally! Look how many tail hairs I lost on the way. Oh, my beautiful tail. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Okay. Hat jemand einen Schein für dieses Ding? Ist es mit den Menschen und der Automatik? Super, ich fahre. Super, ich fahre. Just sit back and relax. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Nicht zugestellter Brief von zu Hause. Okay. Hier ist noch irgendein Puzzle. Dreh den Kompass, um die Himmelsachse der inneren und äußeren Ringe in derselben Richtung einzurichten. Die hellen Astralmarkierungen auf dem Kompass zeigen an, um wie viel Grad sich der Kompassring drehen kann. Eine helle Astralmarkierung bedeutet zum Beispiel eine Drehung von 60 Grad pro Umdrehung. Es gibt zwei Arten von Drehungen, die Rechtsdrehung und die Linksdrehung. Okay. Was drehen? Wechseln. Ja. Was? In der Navigation zu beenden, rotiere den Kompass so, dass die Himmelsachse in die gleiche Richtung ist. So? Ja, ne? Ja gut, okay. Gibt sicher noch schwerere, aber... Hätte ich mich nochmal umgucken sollen? Oder... Okay, ist nur eine Kiste. So. Dann fahren wir doch mal damit. Erinnert mich tatsächlich gerade so ein bisschen an Kugana aus Final Fantasy XIV. On behalf of the Skyfaring Commission, allow me to welcome you to Starskiff Haven. On the Xianzhou Luofu, anything relating to aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the Luofu. As the biggest port on the ship, Starskiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. You definitely sound like a... what was it again? Oh, ambassador.
By which I mean nice speech. That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven, so I do this kind of introduction all the time. Anyway, we're safe now. Normally, I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first and report your arrival to Madame Yukong. Palace of Astrum? Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry, we haven't got much time. Warum die Eile? I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough, I wouldn't want to be around for the consequences. Moment, wieso rechtzeitig? Also, die wussten doch gar nicht, dass wir kommen, oder? Oder? Sounds scary. I thought you said she was kind-hearted. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. If you could inform Madame Yukong of our arrival first, we'll meet you at the palace entrance later. Very well. Little Miss Fox moves at quite the pace. I can't keep up with her. I've spent too long on the bench. Let's catch our breath for a while, huh? We can expect a packed schedule ahead. Ja, die ist wirklich That irgendwie might be a gerissen. little harsh, but she does put her own interests first. She did the right thing by not trusting us initially. We were an unknown quantity to her. As for the rush, my guess is she's just eager to get us out of her hair and further up the chain. It'll be all right. We're not trying to stand in her way. We have nothing to hide from her. We didn't have anything to hide in Belobog either. Not so fast. I need to give you 2 a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be without risk. We need to be prepared and take it seriously. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Belobog all over again? Denkst du, Madame Yukong ist die neue Madame Kokolia? Lass mich raten, wir landen erst wieder in einem No, Hotel. the Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions for us. Why did we choose to come to the Xianzhou now? How did we know that the incident is related to a Stellaron? Who leaked their information to us? Careless answers mean distrust and potential hostility, which would make things much harder for us. Huh, crud. One of us is gonna blurt something out, or get something wrong, I just know it. Genau. Good idea. Überlassen We wir can das be ihm. his cheerleaders in the background. Let's not do that. Warum? Don't worry. We'll find a way through. Let me do the talking. Alles klar. Wo hat Ihnen meine Nummer her? Wohltäter, kannst du mit mir... Wohltäter, okay. Um was geht's? Ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber ich bin sehr neugierig. Ist der Express etwa nur noch, ich weiß jetzt, ich habe es so oft gehört, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Xianzhou gekommen, um das Problem der Lofu mit dem Stellaron zu lösen? Ist die Ankunft des Expresses wirklich so rätselhaft? Kann man nicht allein aus der Güte des Herzens handeln? Immerhin sind jene, die die Gefahren der Galaxie auf sich nehmen, nur um anderen zu helfen und nicht nach dem eigenen Vorteil zu streben, noch rarer sind als Luft im Vakuum. Als die hohen Herren der Xianzhou von eurer Ankunft erfuhren, müssen sie angenommen haben, dass es euch, solltet ihr nicht nach dem ewigen Leben streben, nach dem Stellaron gelüsten muss. Im ewigen Leben streben? Als Hort der langlebigen Spezies gibt es zahllose Elixiersucher, die aus jeder Ecke des Sternenmeers kommen, nur um die Geschichte von
Damals zu wiederholen, nur um das Geheimnis des langen Lebens der Bewohner von Xianzhou zu finden. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das alles gesagt habe. Ich jedenfalls vertraue auf die Ehrlichkeit meines Wohltäters, aber die hohen Herren denken im größeren Maßstab als so eine kleine Randfigur wie ich. Handle also mit größter Vorsicht. Flanierender Fuchs. Du kommst raus, du kommst rein. Geh zum Palast von Astrum und sprich mit Yukong. Das tun wir selbstverständlich nicht. Die sind alles hier so Mädchen. Aber nicht alle. Scheinbar, die sehen eher so elfen-like aus. Hier ist ein Shop. Aber der ist irgendwie gerade noch... Ah, nee, ist ein Automat. Ja, Automat rattert. Und hat nichts Spannendes, scheinbar. Okay. Kann ich hier hoch? No. Kann ich nicht. Kann ich da hoch? Ja, da stehen auch Wachen. Na gut, dann gehe ich mal hier lang. Leggy leck. Ernstgift. Es wird meist für den Warentransport verwendet. Transportiert aber manchmal wichtige Personen und erscheint bei besonderen Ereignissen. Okay. Ja, damit. Oh, wir haben bald Level Up. Okay, ich darf nirgendwo hin, bis ich zu der Tante gegangen bin, scheinbar. Hier ist nichts. Ja gut, dann gehen wir erstmal dahin, weil ich würde gerne hier erkunden können. Moment, ich durfte nicht hier hoch. Okay. Ja, okay, kann man echt nirgendwo gerade lang. Aber was? Auch noch was? Ich muss mal auf der Raumstation nach den Dingern suchen. Da fehlen mir irgendwie noch 3 Zettel laut Achievement. Ja gut, dann quatschen wir erstmal mit ihr. Oh, you're here already. Sorry to keep you waiting. Madame Yukong is expecting you. Are you not coming? I've brought the Madame Helmmaster up to speed. It's over to you now. Yes, madam. Report the losses to General Jing Yuan and find someone from the Divination Commission. Oh, Jing Yuan. Can't just stand there watching while we deal with this mess. Greetings, guests from the Astral Express. Hallo. Sie finde ich mega cool. Sie dürfte bald mal kommen. Ich glaube, sie kommt im nächsten Banner. Sie ist eine 4-Stern-Unit. Vielleicht kriegen wir sie ja. Sie finde ich echt nice. Sie ist eine Bogenschützin, glaube ich. Ting Yun has informed me of the purpose of your visit. Receiving guests isn't normally one of my responsibilities. But since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Lawfu, I thought I should at least meet you in person and politely decline your proposal. Ey. Und warum? Ich sollte ja ihn reden The lassen. Xianzhou Alliance knows what a Stellaron is and is more than capable of handling it ourselves. We have been around for over 8,000 years and weathered countless dangers and crises. While the situation is serious, we have more than enough resources to spare. Outsider help is not needed on this occasion. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself clear? From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be contained. If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the corrosion. We have experience in preventing Stellaron disasters, and we've only come here to lend you that experience.
I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but my decision is final. But... Never mind, Mr. Yang. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. I'm afraid that's impossible. Huh? And what's that supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on the Luofu. Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you come to know of the incident? And what led you to conclude that it was linked to a Stellaron? I acquired the access history of Starskiff Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened the Jade Gate, before guiding you, the Astral Express, into our territory. The hacker was skillful and even taunted us with her seal. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Hunters. What say you in your defense? Sollte ihn reden lassen, glaube ich. You are forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the aforementioned questions have been investigated. Don't be too harsh, Yukong. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat our guests. General Jingyuan. Er ist halt echt cool. So, für ihn hätte ich auch irgendwie pullen können, aber da habe ich das Spiel halt noch nicht richtig gespielt, als sein Banner ab war. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Apologies for interrupting your meeting. My name is Jingyuan. I'm the general of the Cloud Knights here on the Luofu. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was die Stellaron Jäger überhaupt machen. General, this is an internal affair for the Luofu. I fully agree with you, Helm Master Yukong. This is indeed an internal affair. I am sorry, guests of the Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Luofu, but I'm afraid I cannot accept your kind offer to help resolve the issue. This is a Xianzhou matter, and it is our responsibility to handle it. Of course, it would be inappropriate of me to let you return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do have a favor to ask. Please, after you. The Astral Express. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is often close to my thoughts. How delightful to come face to face with its passengers. Ja. It's an honor to meet you, General. May I ask what the favor you spoke of is? A matter that requires capable people such as yourselves. We captured a member of the Stellaron Hunters a few days ago, who goes by the name of Blade. Ja, Blade ist auch eine upcoming 5-Star-Unit. Und ich habe erst überlegt, für ihn zu pullen, aber dann wurde mir gesagt, der hat wohl Fähigkeiten. Also sowohl seine Fähigkeiten als seine Ulti ziehen ihm Leben ab. Und ich mag in keinen Spielen irgendwelche Fähigkeiten oder Charaktere, die sich selber verletzen, irgendwie um Damage zu machen. Das ist mir immer so ein bisschen zu risky. During our investigation, the Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka, Ja, aber auf die who has pullen wir. managed to hide aboard the ship. As for where that transmission was destined... I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them. I say that's impossible. The crew of the Astral Express are honorable people Ja, das whose ist valiant ehrenhaft. deeds are lauded across the universe. There must have been a misunderstanding. As such, I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron Hunters to sow dissent between us. We can handle the Stellaron, Nein! but it will take time, and will so require the schnell gerückt. bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka that concerns me.
The longer she stays on the ship, the bigger the threat she will pose. Since the Stellaron hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Lofu, with the goal of bringing Kafka out of the shadows and under our control. Okay. Ich würde auch so gerne für Silverwolf immer noch holen, einfach halt, um sie und Kafka dann vielleicht zu haben, aber ja. Doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron hunters, and help us understand their connection to the Stellaron burst. What say you, my astral guest? What do you think? Ja, nicht wirklich eine Wahl. Of course you do. You can be strangers and simply walk away. Hey, können wir nicht? Wir können doch hier nicht weg. You wish to help the Xianzhou. The Lofu never fails to reward that which is given. Okay. Wonderful. It's a deal Echt then. ziemlich cool irgendwie. I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you, and that our best personnel are to aid you in your search. Der Sandbannerpullen wäre echt richtig nice gewesen, weil die 4-Stern-Units da auch ziemlich gut drin If waren. there's anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay, don't hesitate to make it known. Der Chat ist beendet und Welt signalisiert dir heimlich etwas. Du verstehst, dass dies die Diskussionszeit der Besatzung ist. Ja. Schon sein. Management-Strategie für Sternske Verkehrsberichte. Check. Sicherheitsinspektionsleitfaden. Check. Lebenszufriedenheitsumfrage für die neue Fuhre Außenweltler. Check. Alle Dokumente sind vorbereitet. Jetzt noch den Zeitplan für das Meeting bestätigen. Es ist noch Zeit. Die relevanten Unterlagen für die medizinischen Exporte der Alchemie-Kommission müssen von dem Verantwortlichen bestätigt werden. Außerdem sollten die Souvenirbeutelbestellungen der Handelsgilden angekommen sein. Ich schicke später hin, um sie abzuholen. Und was kann ich für dich tun, junge Frau? Du starrst mich... ich stehe mit Welt gerade vor dir. Du starrst mich schon eine Weile an. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich dachte, du siehst hübsch aus. Das ist alles. Dann akzeptiere ich das Kompliment. Du weißt, dass ich Madame Yukongs Sekretärin bin, ja? Gutes Aussehen ist auch ein Teil meiner Arbeit in der Himmelreisekommission. Im Ernst? Dir hat Spaß gemacht. Warte mal, ich erinnere mich an dich. Eine wichtige Gästin von Xianzhou. Eine von General Jingwan ernannte Samariterin. Aus der Perspektive einer unwichtigen Sekretärin bist du eine wichtige Persönlichkeit. Ich muss zugeben, ich fand das Wort Gästin immer schon echt weird. Also einfach, es klingt einfach seltsam. Keine Ahnung. Bin ich wirklich so wichtig? Mehr als du denkst, das kann ich dir versichern. Schon gut, ich habe noch zu tun. Siehst du den Berg Arbeit hier? Ich würde gerne rechtzeitig Feierabend machen. Es hat Spaß gemacht, dich zu ärgern. Deshalb habe ich ein kleines Geschenk für dich. Wenn es sonst nichts gibt, mache ich nicht wieder an die Arbeit. Ich möchte mehr mit dir reden. Ah, ich verstehe, du möchtest mehr über mich wissen. Na gut, stell deine Fragen. Warst du schon immer so hübsch? Und diese süßen Worte, ich frage mich, wie viele deiner Wortgewandtheiten erlegen sind, junge Dame. Alter, ey, wenn ich dein Real Life mit Flirten so gut wäre. Auf der anderen Seite war ich schon immer über mein Aussehen selbstbewusst. Deshalb glaube ich, dass deine Worte ernst gemeint sind. Ich danke dir und ich finde dich auch süß. Absolut mein Typ. Okay. Was die Arbeit angeht, frag mich nicht, was ich im Detail mache. Ich rede mit niemandem außer Madame Yukong über meine Arbeit. Aber ich kann dir von einem Prinzip erklären, an das ich mich bei der Arbeit halte. Rechtzeitig Feierabend machen? Rechtzeitig Feierabend machen. Ich arbeite in der Arbeitszeit mit maximaler Effizienz. Aber sobald die Arbeitszeit vorbei ist, schalte ich den Arbeitsmodus ab. Sieh dich einmal in der Himmelsreisekommission um. Viele lieben es, Überstunden zu machen, um ihre Leistungsbereitschaft zu beweisen. Sie weigern sich rechtzeitig Schluss zu machen und trödeln lieber bis spät in die Nacht herum. Ich glaube sogar, dass sie fleißig sind. Was mich angeht, bin ich da anders. Ich erfülle meine Aufgaben ratzfatz und dann bin ich weg, wenn die Zeit gekommen ist. Rechtzeitig Feierabend machen und früh schlafen gehen sind für ein Mädchen die besten Schönheitstipps. Über Madame Yukong. Madame Yukong, sie ist die beste Chefin, die ich je getroffen habe. Du hast nur gesehen, wie sie ist, wenn sie arbeitet. Streng und ernst. Sie ist aber eigentlich privat sehr liebenswert. Ich habe sogar Kleider von Madame Yukong geschenkt bekommen. Ich muss sagen, ihr Geschmack ist tadellos. Diese Kleider von ihr trage ich oft, wenn ich ausgehe. Außerdem bekomme ich durch mein Aussehen oft Ärger mit aufdringlichen Männern, die sich nicht benehmen können. In diesen Momenten ist Madame Yukong wirklich zuverlässig.
Wenn du Xikul noch einmal belästigst, werde ich dich nicht nur aus der Himmelsreisekommission werfen, ich werde dich aus Lufu spülen. Um ehrlich zu sein, als ich Madame Yukong zum ersten Mal gesehen habe, hat mein Herz einen Schlag ausgesetzt. Okay, gut, dann bis nächstes Mal. Heilungsspray hat sie uns gegeben. Es macht doch immer Sinn, mit den Leuten zu reden, die hier so einen Namen haben und noch so einen Untertitel. Na, Machi? What do you make of this, Qingyuan? Er ist cool. Er sieht ziemlich gut I'm not aus. asking Das about stimmt. that. Although you're not wrong. Mhm. He's much easier to talk to than that Yukong. Their attitudes mir are Yukong noch besser so gefällt. different. Maybe that's why she's only a helm master and he's a general. So, was haben wir denn hier noch? I understand how you must feel, but please stay calm. Was machen wir? Was ist das? Das ist hässlich. Ich finde es irgendwie weird, mit Welt rumzulaufen, wenn er davon steht. Jiaokong Plow 6 is overloaded. Botschaft dran. Ah, warte mal, hier ist noch irgendwas. Kleiner, was machst du hier? Darfst du das hier anfassen? Wer bist du nochmal? Wie kannst du es wagen zu fragen, wer ich bin? Das ist unwichtig. Du hast keine Erlaubnis, Madame Yukongs Sachen anzufassen. Gut, dass das keiner gesehen hat. Beeil dich und stell es ab. Ich bin Yan Ming, ein Gesandter der himmlischen Handelsgilde, der Himmelsreisekommission angehört. Du kannst mich als halben Seehandelsbeauftragter sehen. So bin ich der Handelsgilde gefolgt und wurde für etwa 150 Jahre in andere Sternsysteme entsandt. Wenn du etwas wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen und fass nichts ohne Erlaubnis an. Versuchst du dein Dienstalter gegen mich auszuspielen? Ich habe Leute wie dich in meiner Zeit bei den Gilden hinter dem Himmel kennengelernt. Sie kommen direkt zur Sache und können die Stimmung im Raum nicht erfassen. Aber Leute wie du stören mich bei Geschäften nicht. Deine Art ist immer noch besser als doppelzüngige Schlangen. Auch wenn du noch nie von den himmlischen Handelsgilden gehört hast, hast du doch zumindest von den pfeifenden Flammen gehört, oder? Die Gilde Pfeifende Flammen, in der Tingyun arbeitet, hat mit den Handelsdelegationen von 16 Welten kollaboriert und die große Messe in ein intergalaktisches Fest verwandelt. Ich würde sagen, dieses Mädchen ist die nächste Nachfolgerin von Madame Yukong. Ich langweile dich mit meinem ganzen Gerede. Egal wie langlebig deine Spezies ist, wenn du älter wirst, fängst du an, wie ein Lehrer zu dozieren. Mein Verhalten war ein bisschen rau. Ich will es wieder gut machen, indem ich dir das hier gebe. Aber lass mich noch einmal betonen, wenn du irgendetwas willst, frag mich einfach, anstatt etwas anzufassen. Verbesserungspaste. Das will ich. Yan Ming. Mit freundlichen Grüßen. Die Außenweltler werden raffinierter, wenn sie mit Shanju handeln. Du bist es. Gibt es irgendwas, was du mich fragen möchtest? Will du gerne Fragen stellen? Später. Ein bisschen zu viel. So, schöne Frau. Wollen wir nicht ein bisschen schnacken? Oh, sie ist echt hübsch, ne? Sie ist echt cool. Ich will sie haben. Ich hoffe, ich pull sie, wenn sie da ist. Ich hoffe, sie ist dann auch ganz gut. Wobei eigentlich, es ist halt so doof, wenn man halt 4 Sterne und es bekommt so, na, wenn man 5 Sterne hat, ist es halt immer besser, glaube ich. Seeing as the General gave the order, the Skyfaring Commission will lend you our full support. The Stellaron Hunter investigation is in your hands now. I'll issue you a pass so you can access the facilities around Starskiff Haven. As for personnel, the skyports are currently all under maintenance, so we're thinly stretched. What I can do is send Tingyun as your guide. She'll take care of you during your stay. Dankeschön. Ja, Welt. Was machen wir? I think we only scratched the surface of this General Jing Yuan. Meinst du? Er wird verdächtig. Care to elaborate? Warum sollte er uns davon abhalten, das Stellaron zu untersuchen? Warum will er, dass wir Kafka verfolgen? Warum ist er so nett zu uns? Warum will er, dass wir Kafka verfolgen? There's something about this point. That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Stimmt. Since the Cloud Knights have already captured a Stellaron hunter, why not use him to get to Kafka? Das stimmt. Why rely on us? The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron hunter?
Könnte vielleicht gekommen sein. Aber erzählt nicht ganz die Wahrheit. Yes. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped Achso, when okay. Jingyuan Jetzt vermute ich mal spoke to dieselbe us, Reaktion von ihm. provided they even captured him in the first place. Therefore, given our connection to Kafka, we represent the only way of luring the Stellaron hunters in. That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade had already escaped. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core of what's happening here. Na dann, trifft Tingyun. I understand how you must feel, but please stay calm. Master Diviner, you heard our discussion. What do you make of it? Ah, noch mehr 5-Star Units. What do I make of it? The way of heaven is apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Guck's. Are you asking me to divine their true One. intentions? Die ist, glaube ich, bisher von den Leaks die späteste 5-Star-Banner-Unit, die kommt. In ein paar Monaten. Nee, stimmt nicht. Danach kommt noch eine Unit. Aber sie kommt relativ spät. Ich weiß gar nicht, was sie so ist an Element und ob sie irgendwie Support ist oder Healer oder DPS. Ich hätte erst überlegt, für sie zu pullen, aber ja. Ich glaube, Kafka ist doch eine Ecke cooler. Aus verschiedenen Gründen. That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure out the one we're after. Wasn't that my idea, General? Ich glaube, wenn er nochmal irgendwann kommt in... Ach, ich habe keine Ahnung, wann das erste Mal die Banner wiederholt werden, aber ich glaube, da versuche ich ihn zu kriegen. Indeed. Your counsel War ja, has glaube ich, always das been a gleiche great Element wie help to me. Kafka, das ist auch wieder dumm. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Jingyuan, did you let him escape on purpose? Me? I had no idea he might escape. Nein, gar nicht. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. The Cloud Knights failed in their duty. I can understand. There's a lot to take care of on the Xinzhou. You were bound to miss something. Thank goodness I'm here. On that note, perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, and the weeds in my garden. Ich gucke momentan, während ich Star Rail spiele, voll gerne so Pull-Videos von Leuten, wo die einfach tonnenweise Warps machen. Und ein Video, was ich gesehen habe, der hatte zu Gast den Synchronsprecher von dem Charakter. Das fand ich eigentlich ganz lustig. General, Diviner Fu wants the General's position for herself. Everyone knows that. Die Stimme war jetzt heller, als ich erwartet habe, muss ich zugeben. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a better balance. This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a flash. Wen erinnert der mich? I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people. You think I'd lose to Blade? I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Besides, we still don't know who's really moving the chess pieces.
There is something we must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. That something is the Stellaron. How did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? I say we bring those two Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aide, and there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, Yangqing... that boy. I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. A sharp sword can't stay sheathed forever. My fear is that this might prove too big a setback. Bigger than his exuberance. Gut. Du hast eine Nachricht erhalten. Scheint, als wolltest du etwas länger, um mit Madame Yukong zu plauschen. Ich werde draußen einen kleinen Spaziergang machen. Sobald du fertig bist, findest du mich an den Docks. Okay, Tingyon. Sie ist da unten. Das heißt, ich kann mich jetzt hier vermutlich endlich umgucken? Kann ich? Kann ich nicht? Muss mal schauen. Kann ich hier irgendwo lang? Kann ich hier jetzt runter? Ja, jetzt sind die weg. Ich will aber nicht in sie reinlaufen. Okay, da darf ich nicht runter. Ich darf noch nicht überall hin. Und darf ich auch nicht durch. Ja gut, in den südlichen Teil komme ich vermutlich jetzt gar nicht. Warte mal, doch da kann ich hoch. Ja gut, dann komme ich hier raus. Ich bin klucki klug. Das hier. Oh, die Blätter und genieße die leckeren Bernsteinflüssigkeit. Ja, ist irgendwie Tee oder sowas, vermute ich mal. Lässt du mich durch? Nein. Okay, wir können immer noch nicht erkunden, solange wir die Story nicht weitergemacht haben. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir beobachten sie jetzt einfach von hier oben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich danke vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.